Freunde, ich zeige euch heute in diesem Video, wie die Lagerbewertung der JTL Wavi funktioniert, wie sich die Werte errechnen und was es noch für coole Alternativen gibt. Also freut euch mit mir auf dieses Video. Mathematisch gesehen ist das Ganze total einfach. Ware kommt rein, wir schauen, wie viel ist die wert, bilden den Durchschnittswert mit dem, was schon da ist, verwursten das, haben einen neuen GLD, den multiplizieren wir mit unserem Bestand und haben den Lagerwert. Also kurz gesagt, hier steht es auf Wikipedia, ne? So wird er berechnet und so macht es auch die JTL Wavi. Das ist, muss man ein bisschen drüber nachdenken, um es zu verstehen. Ich glaube, cooler ist, wenn ich es in der Wavi zeige und das machen wir jetzt. Ich klicke hier oben auf Lager, Lagerbewertung und jetzt wähle ich ein Warenlager aus, für das ich die Bewertung machen muss. Die Optionen hier unten sind alle toll, brauche ich aber nicht. Das ist eigentlich im Grunde, verfällt mir das alles das Ergebnis. Ich wähle einfach nur das Warenlager aus, gehe auf Speichern und Drucken und dann wird die Lagerbewertung erzeugt. So sieht die Lagerbewertung dann aus. Ich habe hier meinen Artikel aufgelistet mit dem durchschnittlichen Einkaufspreis bzw. dem GLD. Erkläre ich später, wie der berechnet wird. Der wird multipliziert mit der Anzahl, ergibt den Gesamt-EK netto und wir sehen immer am Ende der Seite hier unten die Gesamtsumme. Spannend ist die Zwischensumme und spannend ist auf der allerletzten Seite dann natürlich die Gesamtsumme. VK wird hier auch mit dem Standard VK hochaddiert, ist aber eher uninteressant, weil der sich ja je nach Kunde und Plattform unterscheiden kann. Der GLD allerdings nicht. Daher ist das hier jetzt mein aktueller Lagerwert mit der Berechnung des GLDs. Und jetzt zeige ich euch mal, was es mit diesem GLD auf sich hat. Ich habe jetzt hier einen frischen GLD-Testartikel angelegt mit aktivierter Bestandsführung. Dem habe ich einen Lieferanten hinterlegt mit einem Einkaufspreis von 5. Und wir sehen jetzt hier, der durchschnittliche Einkaufspreis, das entspricht unserem GLD, ist 0. So, und jetzt schauen wir mal, wie der sich ergibt. Wichtige Info noch am Rande, ich kann in den globalen Einstellungen entscheiden, ob ich mit Eingangsrechnungen arbeiten möchte oder nicht. Wenn ich das nicht mache, dann wird der GLD beim Wareneingang berechnet. Sprich, ich muss beim Wareneingang den Wert eintippen. Wenn ich das mache, dann wird beim Buchen der Eingangsrechnung der GLD neu berechnet. Spielen wir es mal durch, also wir bestellen den Artikel mal, ich setze den mal flott auf die Einkaufsliste mit 10 Stück und übernehmen, Beschaffung, Einkaufsliste, da haben wir den und Bestellung erzeugen. Ja, bestellen ist freigegeben, kann in Bearbeitung gesetzt werden und von hier aus, jetzt haben wir hier die 10 Stück, können wir einen Wareneingang buchen. So, wenn wir jetzt mal reinschauen, hier, er hat den mit 5 Euro hier drin stehen im Wareneingang. Also jetzt kommt die Besonderheit, wir arbeiten ja mit Eingangsrechnungen, das bedeutet, wenn wir jetzt in den Artikel gehen, dann haben wir jetzt einen Bestand von 10, aber der GLD ist eben noch nicht gepflegt. Das passiert erst beim Buchen der Eingangsrechnung. Das machen wir jetzt mal. Schauen wir gerade, das war abgeschlossen. Und es müsste die hier gewesen sein. So, dann buchen wir dazu jetzt mal die Eingangsrechnung. Alle Positionen. Okay, mal rüber, verbuchen, speichern und so, bezahlt habe ich es jetzt noch nicht, aber das müsste eigentlich egal sein. Artikel öffnen. Und wir sehen, der Einkaufspreis ist 5. Ne? Also er weiß, okay, hier liegen 10 Stück auf Lager und die haben im Schnitt einen Wert von 5. Ist jetzt ziemlich langweilig, weil wir nur eine Bestellung hatten. Jetzt wird es spannend. Setzen wir ihn nochmal auf die Einkaufsliste. Also wir gehen jetzt hin und bestellen nochmal, sagen wir mal 3. Übernehmen das und dann einmal hier in die Einkaufsliste. Das Ding soll wieder bestellt werden. Ja, bestellen. Gehen wir aber in die Lieferantenbestellung einmal rein und ändern den EK hier auf 6. So, das Ding geht jetzt auf in Bearbeitung. Es ist in Bearbeitung. Wir buchen jetzt hier den Wareneingang. Auch hier verändert sich jetzt erstmal nicht der Artikel, der bleibt jetzt bei 5. Ja, und abgeschlossene, das ist diese hier. Den Artikel nochmal öffnen. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier 13 Stück zu 5. Und dann buchen wir die Eingangsrechnung, alle Positionen. 3 Stück zu 6. Wir buchen das Ganze und gehen dann nochmal in den Artikel rein. Und jetzt kommen wir hier auf einen Einkaufspreis von 5,2308. Das ist unser durchschnittlicher Einkaufspreis. Was hat er gemacht? Und jetzt kann ich die Formel von Wikipedia super einfach erklären. Vorher waren 10 Stück auf Lager. 10 Stück mal 5 ja, entspricht einem Lagerwert von 50. Schreiben wir uns das mal eben auf, damit es verständlich ist. Hier. So. Lagerwert, das war noch aus einem anderen Video. Lagerwert 50.
vorher, ne? So, und jetzt kommen 3 rein. Also hier 10 mal 5, 10 mal 5 gleich 50 Euro war mein Lager insgesamt wert. Muss das Eurozeichen? Da ist das Eurozeichen. Und jetzt kommen 3 nochmal rein, die 6 Euro kosten. Also rechnen wir hier mal 3 mal 6, ne? Das sind 18. 3 mal 6 gleich 18. Neu. So, und das heißt, der Lagerwert gesamter Lagerwert ist gleich 50 plus 18, also 68. 68 Euro. Und GLD, wie wird der jetzt berechnet? Also mit Alt 157, wenn es interessiert. Ne? Alt 157, da kann ich so ein Durchschnittszeichen machen, wenn ich die Zahlen treffe. So, genau. Durchschnittlicher, wie auch immer. Entspricht 68 durch. Und dann kommt jetzt der alte Lagerbestand plus der neue sind 13. Ne? Also wir haben jetzt ja 13 auf Lager, sehen wir unten. Und 68 durch 13. Gucken wir mal hier. Spoiler-Alarm sollte 5,2308 ergeben. Gerundet wird hier kaufmännisch auf 0,8 auf die 4. Stelle. Das ist der GLD. Andersrum bedeutet das aber auch, mein Lagerwert entspricht jetzt 13 mal 5,2308 und das ist gleich 68 Euronen. Jetzt mit der Eingangsrechnung muss man natürlich aufpassen. Ne? Wenn Eingangsrechnungen offen und noch nicht verbucht sind, dann habe ich die Bestände schon auf Lager, aber der GLD wurde noch nicht angepasst. Da immer darauf achten, wenn man mit Eingangsrechnungen arbeitet. Alternativ nicht mit Eingangsrechnungen arbeiten. Und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man Lieferantenbestellungen vom Lieferanten bestätigen lassen kann. Nutzen auch einige Händler so, hat halt den großen Vorteil. Mit dem Buchen der Ware ist der EK schon korrekt und der GLD stimmt, ohne dass ich Eingangsrechnungen am Ende buchen muss. Nachteil ist, ich habe keine Eingangsrechnungen im System. Dann habe ich euch ja gesagt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und zwar gibt es die Möglichkeit der stichtagsbezogenen Lagerbewertung. Die ist allerdings noch nicht nativ in der Wavi drin. Geht aber per SQL, auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Gut, es wird jetzt hier nicht schön mit Bild angezeigt, aber wenn man draufklickt, dann öffnet sich YouTube mit dem Video. Einfach mal im Forum nach stichtagsbezogene Lagerbewertung suchen oder bei YouTube JTL stichtagsbezogene Lagerbewertung eingeben. Die funktioniert ein bisschen anders, erkläre ich hier, und die schaut tatsächlich dann auf die einzelnen Warenbewegungen, die ich auch hier verändern kann. Lass mal gucken, Wareneingangshistorie, genau. Der guckt nämlich auf jeden einzelnen Wareneingang, den ihr hier seht, und ich kann zu jedem Wareneingang auch nachträglich noch schauen, wie viel EK war da drauf, kann den bearbeiten nachträglich noch, der ändert sich mit Buchen der Eingangsrechnungen, also entspricht immer dem aktuellsten Stand, und mit dem SQL kann ich quasi auch mal rückwirkend so eine Lagerbewertung machen. Also schaut euch einfach das Video im Forum an. Ja, und ich hoffe, du kannst jetzt super eine Lagerbewertung erstellen, verstehst, wie sich die Werte ergeben und ja, nutzt die Wavi halt so, wie du sie am besten für dich brauchst. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal, und wenn es dir nicht gefallen hat, mach's trotzdem.